Dieser Beitrag dokumentiert den Vortrag Warum wir eine Romani-Akademie brauchen – Geschichte, Macht und Wissen, der am 26. September 2025 von Dr. Jane Weiss gehalten wurde. Liebe alle, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Freundinnen, liebe noch Unbekannte und auch liebe Geschwister hinter José im Zoom. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Eröffnungsvortrag der Romani-Akademie. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle gekommen seid. Und bevor ich weiterspreche, muss ich leider ein paar Orgasachen sagen. Und zuallererst, bevor ich die Orga mache, möchte ich mich bei unserem Team ganz herzlich bedanken. Ihr habt die Veranstaltung und den Start der Romani-Akademie nicht nur möglich gemacht, sondern auch auf eine feine und engagierte Art zum Leben erweckt. Vielen Dank euch, namentlich Tamara, wo bist du? Tamara. José, Nam, Vesna, Diana, die leider nach Hause musste, und an der Kamera Arel. Vielen lieben Dank euch. Mein Name ist Isidora, ich bin auch Teil des Romani-Pen-Teams und spreche heute, wie ihr seht, ein paar einleitende Worte. Ich werde auch später die Fragerunde und auch die Diskussion moderieren. Und ich hoffe und ermutige euch jetzt schon alle, nach dem Vortrag aktiv ins Gespräch zu gehen, denn genau das ist die Zielsetzung unserer Akademie, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und dass wir unser Wissen vertiefen, aber dass wir auch als Teil der Zivilgesellschaft uns gegenseitig stärken, empowern und Räume schaffen, in denen wir vielleicht unter diesen schweren und dringlichen Zeiten etwas gestärkter rausgehen und weitermachen können. Jetzt bin ich komplett raus aus dem vorgeschriebenen Vortrag und komme zurück zum Inhalt. Die Romani-Akademie ist das jüngste Projekt unseres Vereins und wird von Demokratie Leben hoffentlich noch wie geplant 3 Jahre gefördert. Sie ist eine digitale Plattform für politische Bildung. Dort können wir mehr und gemeinsam über die verschiedenen Romani- und Sinti-Bewegungen lernen. Über unsere Geschichte, über die Akteurinnen, über politische Ziele, über Forderungen. Zugleich wollen wir gesellschaftliche Verhältnisse wie Rassismus, Klassismus und Sexismus kritisch analysieren und aus diversen Romani-Erfahrungen heraus Gedanken für eine etwas gerechtere Gesellschaft entwickeln. Und die Vorträge begleiten dieses digitale Archiv und sind Teil des entstehenden Curriculums, weil wir als Teil der Berliner Zivilgesellschaft Angebote für gemeinsames Nachdenken und Kämpfen schaffen wollen. Viele von uns sitzen auf gepackten Koffern. Aber wir, die wir uns seit Jahrzehnten in unseren verschiedenen Bereichen engagieren, wollen uns von den rassistischen, rechten, queerfeindlichen und turbokapitalistischen, eine Anleihe aus dem ex-jugoslawischen Jargon, Tendenzen in Deutschland heute nicht unterkriegen lassen. Romja und Sintize leben seit Jahrhunderten unter milder gesagt schwierigen Verhältnissen, geprägt von Versklavung, staatlicher Verfolgung, Genoziden und alltäglichen Ausschlüssen. Trotz allem haben wir überlebt, teilweise durch Anpassung, aber zugleich auch durch beharrlichen Widerstand. Dieses Wissen möchten wir ergründen und auch verstehen, wie es andere geschafft haben zu überleben, sich zu organisieren und Räume zu schaffen, die nicht nur das Überleben ermöglichen, sondern ein besseres Leben für uns alle. Ich freue mich sehr und es ist nur richtig, dass unsere Reihe mit Dr. Jane Weiss, unserer Schwester, die die Arbeit der INI Romja und des Romani-Pen seit Anbeginn mitgestaltet, beginnt. Jane ist Privatdozentin an der Humboldt-Universität und jetzt kommt der lange und am Institut für Erziehungswissenschaften in der Abteilung für historische Bildungsforschung
Als Mitglied der Anti-Z-Kommission hat Jane einen wegweisenden Bericht zur Lage von Romja und Sintize in Deutschland mitverfasst, in dem sie Empfehlungen für eine nachholende Gerechtigkeit entwickelt. So der Titel des rund 500 Seiten starken Kommissionsberichts. Neben der INI Romja und Romani Pen engagiert sich Jane auch in unserem Schwesternverein, Kelly Pen e.V., ein Romani- und Sinti-Theaterverein, wo du dich derzeit intensiv mit einem weiteren Herzensthema der Geschichte der Sintize in der DDR auseinandersetzt. Damit, Jane, übergebe ich nun gerne an dich. Herzlich willkommen, vielen Dank. Einen Applaus für unseren Auftakt heute mit Dr. Jane Weiss. Ja, liebe Isidora, herzlichen Dank für die Einführung und ja, die wertschätzende Begrüßung. Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt und sehr gewertschätzt, dass ich eingeladen bin, den Eröffnungsvortrag für eine Romani-Akademie zu halten. Und ich bin irgendwie aufgeregter, als wenn ich in der Weißen Akademie bin. Keine Ahnung, ist irgendwie so. Genau. Aber ja, vielleicht wird es noch ein bisschen verschwinden. Ich möchte mit meinem Vortrag heute, wie es der Titel ankündigt, darüber sprechen und hier in diesem Raum auch dem Romani Pen Archiv darüber nachdenken, wieso die Notwendigkeit einer community-basierten Wissensvermittlung und Wissensproduktion, also der Schaffung von Wissen, besteht. Warum brauchen wir also eine Romani-Akademie? Jetzt gucke ich, ob die Technik funktioniert. Ja, sieht gut aus. Ich werde in 3 Schritten meine Gedanken mit euch teilen und freue mich anschließend auf eine hoffentlich angeregte Diskussion. Der erste Schritt ist Überlegungen dazu, was ist überhaupt Wissen, wie entsteht es, was kennzeichnet Wissen zu bzw. über Romja und Sintize. Der zweite Schritt, Wissen und Wirklichkeit am Beispiel von Wissenschaft und Forschung zu bzw. über Sintize und Romja. Und im dritten Schritt nochmal Überlegungen, warum wir eine Romani-Akademie brauchen und Strategien des Widerstands. Zunächst möchte ich einen Hinweis zu meinem Sprachhandeln geben. Ich verwende im Folgenden die gegenderte Form Sintize und Romja, die wir in der feministischen Romja-Sintize-Community etabliert haben. Darin sind alle geschlechtlichen Zuordnungen bzw. Nicht-Zuordnungen inkludiert, auch wenn nicht so gut hörbar. Im Weiteren würde ich jetzt eigentlich für gewöhnlich sagen, dass in meinem Vortrag der rassistische Begriff für Sintize und Romja vereinzelt auftauchen wird, was der historischen Herleitung meiner Argumente geschuldet wäre. Das wird aber heute nicht der Fall sein, sondern ich werde da auch bis heute in Wissenschaft und Öffentlichkeit, und viele von euch wissen das, weiter über die Legitimität der rassistischen Bezeichnung für uns immer noch und gerade auch wieder diskutiert wird, werde ich konsequent die Wortgruppe rassistischer Begriff für Sintize und Romja einsetzen. Dadurch wird es vielleicht ein bisschen holprig, aber ich denke, das ist nur konsequent. Auch schildere ich im Kontext meiner Argumentationen gewaltvolle Inhalte von Diskursen. Das ist notwendig, um notwendige Transparenz herzustellen. Ich werde das aber auf ein Minimum begrenzen. Was ist überhaupt Wissen? Das, was wir meinen zu wissen, oder das, was als allgemeingültiges Wissen gilt, bestimmt alle Lebensbereiche des Menschen. Es bestimmt unser Denken, Handeln und Fühlen. Doch was ist überhaupt Wissen? Wie entsteht es? Welche Wirksamkeit entfaltet es? Und wie beantworten wir diese Fragen, wenn es um Wissen zu bzw. eben über Sintize und Romja geht? Mit dem Schlagwort der Wissensgesellschaft oder dem sehr bekannten Credo Wissen ist Macht wurde die enge Verbindung von Wissenschaft und Wissen, der Wissenschaft als dem hauptsächlichen oder alleinigen Ort des Wissens in Frage gestellt, beziehungsweise offenbarte sich, dass die Grenzen von Wissenschaft und Gesellschaft zunehmend durchlässiger werden und Wissen immer fluider. Es fließt zwischen verschiedenen Feldern und Bereichen hin und her, hat eine ganz andere Zugänglichkeit erlangt durch das Internet, mit Wikipedia zum Beispiel, oder durch die sozialen Medien.
Wir reden heute über Fake News, Deepfakes und Verschwörungstheorien. Die Frage der Wahrheit und des Wahrheitsanspruches wird ganz neu gestellt. Damit ist aber die Frage danach, was Wissen überhaupt ist und wie es entsteht, Bedeutung erlangt, zugänglich ist und verbreitet wird, neu gestellt. Personen meiner Generation, und einige sehe ich hier in dem Raum, die auch dazu gehören, aber auch der Generationen davor, kennen noch ein Leben ohne Internet. Es gab nur Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Bildungseinrichtungen, Fernsehen, Kino für die Bereitstellung und Vermittlung von Wissen. Heute haben wir eine höhere Komplexität, einen enormen Zuwachs an Wissen und dessen Verbreitung in Sekundenschnelle. Und das Thema KI lasse ich jetzt sogar noch außen vor. Das war mir dann doch zu komplex. Trotz dieser enormen Entwicklungen, und die werden ja auch sich noch weiter, also es wird sich ja weiter so gestalten, so denke ich, sind die Grundstrukturen von Wissen, der Entstehung und von Verbreitung von Wissen doch gleich geblieben. Und um das ein wenig greifbarer zu machen und auf das Thema meines Vortrages zu fokussieren, versuche ich diese Thematik nun etwas zu ordnen, zu strukturieren, und zwar mit Hilfe des Konzeptes einer machtkritischen Wissensgeschichte, das am Zentrum der Geschichte des Wissens, kurz also ZGW in Zürich, von 2005 bis 2022 entwickelt wurde. Ich beziehe mich dabei hauptsächlich auf die Ausführungen von Philipp Sarrazin, ergänzt um Sandra Bernreuther, Maria Böhmer, Sophie Witt. Wissen ist mehr als Wissenschaft. Grundlegend für die Entwicklung einer Wissensgeschichte am ZGW war die Einführung und Verwendung eines sehr viel breiteren Verständnisses von Wissen als bisher üblich. Vor allem stellt es, wie ich finde, die richtigen Fragen. Im Folgenden beziehe ich mich darauf und versuche mich sozusagen in der Anwendung eines theoretischen Konzeptes auf die Geschichte des Wissens zu Sintetze und Romnia. Warum Geschichte? Fragen sich jetzt vielleicht einige. Maßgeblich für diesen Ansatz einer Wissensgeschichte ist das Verständnis von Wissen als zirkulierend und hybrid. Jedes Wissen hat Spuren seiner Herkunft, jedes Wissen hat eine Geschichte und verwirklicht sich immer wieder neu. Da diese Überlegungen aber nur fragmentarisch sein können und erste Überlegungen darstellen auch, werde ich immer wieder kleine Pausen für Flüsterrunden und individuelle Überlegungen einbauen, in denen ich euch bitte, meine Ideen und Beispiele im Geist oder im Gespräch mit der Person neben euch zu ergänzen, zu bewahren. Ihr könnt euch jetzt schon überlegen, wer mit wem zusammenarbeitet. Und dann hoffe ich, dass wir am Schluss des Vortrages nochmal ins Gespräch miteinander dazu kommen. Doch zunächst zur Strukturierung und Einordnung von Wissen. Philipp Sarrazin, das S ist sehr wichtig in diesem Namen, vom ZWG in Zürich schlägt dazu 3 Dimensionen von Wissen vor, die allerdings nicht immer klar abgegrenzt werden können. Das heißt, es gibt selbstverständlich auch Überschneidungen und nicht klar zu trennende Bereiche. Diese Wissensdimensionen sind rationales Wissen, Glaubenssysteme und Kunst. Okay. Genau, zum rationalen Wissen. Wissenschaft eigentlich. Also die erste Dimension, rationales Wissen, umfasst die Wissenssysteme, empirisch überprüfbare Hypothesen und Theorien sowie von, Zitat, Wissenschaften erschlossene empirische Wissensfelder und Gegenstandsbereiche, also durch Wissenschaft, Forschung und Datenerhebungen generiertes Wissen. Rationales Wissen zu Sintetze und Romnia entstand erstmals im Zuge der europäischen Aufklärung. Hier entwickelte sich eine eigene Forschungsrichtung, die rassistischer Begriffkunde und spätere Ziganologie, die sich mit Geschichte und Kultur der seit dem späten Mittelalter in Europa lebenden Communities von Sintetze und Romnia beschäftigte. Die dazu seit Mitte des 18. Jahrhunderts entstandenen Schriften thematisierten unter anderem die indische Herkunft und spekulierten über Migrationszeitpunkte und verschiedene Migrationsrouten. Ebenso wird die Existenz einer eigenständigen Sprache, des Romanes, erwähnt und philologisch diskutiert. Gleichzeitig konstruierten diese Arbeiten Sintetze und Romnia als minderwertige andere in Bezug auf Aussehen, Hautfarbe, Kleidung, Sprache, Intelligenz, Charakter, Begabungen, Tätigkeiten und Kultur. 1783 erschien die umfangreiche Schrift Die, rassistischer Begriff, ein historischer Versuch über die Lebensart und Verfassung, Sitten und Schicksale des Volks in Europa nebst ihrem Ursprunge von Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann, einem Bevölkerungsstatistiker.
Das in diesem Buch präsentierte und seitdem in Europa verbreitete Wissen verdichtete in aufklärerischer Manier den herrschenden Zeitgeist. Romja und Sintice sind bei Grellmann nicht mehr wie noch im Mittelalter Brunnenvergifter oder Kinderräuber, sondern dafür nur erziehbar unter Zwang, primitive Halbmenschen, triebhaft, hier vor allem die Mädchen und Frauen. Grellmann schrieb Romja und Sintice außerdem eine grundlegende Fremdheit zu, Volk des Orients, und so werden vermeintliche Eigenschaften durchgängig negativ konnotiert, kollektiv zugeschrieben und als nahezu unveränderlich begriffen, sowie die TrägerInnen dieser vermeintlichen Eigenschaften in einer Hierarchie der Menschheit ganz unten eingeordnet. Grellmanns Veröffentlichung erfuhr durch eine zweite Auflage, erweiterte Auflage sowie mehrere Übersetzungen eine große Reichweite. Die zweite Dimension von Wissen: Glaubenssysteme, Religion. Also Wissen, so beschreibt es Sarrazin, das teils, Zitat, unüberprüfbar im Bereich des Glaubens verharrt. Schon um 1600 galten Romja und Sintice im europäischen Raum als sündhaft, sittenlos, gottlos, kurzum als Gefährten des Satans. Im Vorfeld hatte Martin Luther diese schon länger kursierenden Sichtweisen bekräftigt und radikalisiert, in enger Verbindung mit antisemitischen Ideen. Er forderte unter anderem in seiner 1543 veröffentlichten Schrift von den Juden und ihren Lügen, dass Juden in derselben Art und Weise wie Sintice und Romja behandelt werden sollten, das heißt, diese einer vergleichbaren, rechtlosen und zerstörerischen Gewalt auszusetzen, mit dem Ziel der Vertreibung und Zerstörung ihrer Gemeinschaften. Die Verdächtigungen des Brunnenvergiftens, der Brandstiftung, des Kinderraubs finden sich bei Luther wie auch in anderen theologischen Kreisen des europäischen Raums. Ebenso verstetigte sich seit dem 16. Jahrhundert das Gerücht der Verbindung mit magischen Künsten, das im esoterischen Glaubensraum bis heute Kraft entfaltet. Diese Vorstellungen beziehen sich insbesondere auf Sintice und Romja, also die weiblich positionierten Menschen, zum Beispiel in der Figuration der Wahrsagerin und Hexe, und euch fällt bestimmt sofort ein auch ganz aktuelles Beispiel für diese Praxis ein. Die dritte Dimension: Kunst- und Kulturproduktion. Wissen, das sich in besonderer Weise völlig selbstverständlich und unhinterfragt im Alltag wiederfindet. Diese Wissensdimension hat in maßgeblicher Weise zu den stark verfestigten Bildern über Romja und Sintice beigetragen. Vor allem in der Zeit der Romantik entsteht und verfestigt sich diese Dimension von Wissen, das sich aus dem kulturellen Kanon Europas kaum noch wegdenken lässt, aber auch weltweit verbreitet ist. Die sogenannte rassistische Begriff Romantik wird zu einer eigenständigen Gattung im gesamten Bereich der Kunst- und Kulturproduktion. Zu finden in Literatur, Bühnenstücken, Opern, Malerei, Gedichten, Liedgut, aber auch im Alltagsbereich mit stilisierter Kleidung, Sprichwörtern und Redewendungen. Prägnantes Zeichen dieser Wissensdimension ist eine starke Ambivalenz der Bilder. Romantisierender Blick versus dehumanisierender. Goethes Mignon, Hugos Esmeralda, Prosper Mérimées Carmen sind bis heute populäre Figuren. Sie ragen jedoch heraus aus den ebenso weit verbreiteten Darstellungen als Kriminelle, Hexen oder KindesentführerInnen. Dabei sind oftmals die gegensätzlich konnotierten Bilder innerhalb einer Erzählung zu finden. Auch in der bildenden Kunst und später in Fotografie und Film zeigt sich die Beharrungskraft der Vorstellungswelten und weitergetragenen Bilder. Die sogenannte rassistische Begriff Musik, aktuell zumeist als Gypsy Music gelabelt, ist bis heute weltweit eine verkaufskräftige Marke. Und nun fordere ich euch auf, eine erste Flüsterrunde vielleicht zu beginnen und vielleicht nochmal auch zu diesen drei Dimensionen von Wissen nachzudenken, was euch noch einfällt an Beispielen oder wie ihr das vielleicht auch noch ausweiten würdet. Genau. Fühlt euch frei, miteinander zu reden, einen Schluck Wasser zu trinken oder... Gut, ich würde jetzt wieder einsteigen. Ihr dürft gleich nochmal flüstern. Ich freue mich ja
dass ihr so angeregt redet und noch niemand eingeschlafen ist oder jetzt wach auf jeden Fall. Genau. Es gibt gleich noch eine Flüsterrunde. Ja, und merkt euch das unbedingt, dass wir dann am Anschluss auch noch ins Gespräch kommen. Also wir sehen, Wissen zu und über Romnia Sintice ist seit dem Mittelalter zunächst in Europa und später weltweit verbreitet. Es hat eine lange Geschichte und durchdringt alle Lebensbereiche. Fast keine Person kann sich diesem Wissen entziehen. Es ist in Kultur, Wissenschaft und Alltag fest verankert. Verbunden mit diesem breiten Verständnis von Wissen ist die Idee, dass Wissen auch nicht das Werk isolierter einzelner Personen ist. Vielmehr gehen wir mit diesem Konzept davon aus, dass Wissen zirkuliert, sich permanent verändert und durch Verstärkung oder Unterdrückung dominant oder marginal wird. Dass sich bestimmtes Wissen durchsetzt und anderes nicht, hängt von verschiedenen zeitlich und örtlich unterschiedlichen Faktoren und Bedingungen ab. Aus diesem Verständnis von Wissen heraus entwickelte das Zentrum der Geschichte für die Untersuchung der verschiedenen Dimensionen von Wissen grundlegende Fragestellungen. Vor allem diese werden uns nun helfen, die erheblich rassistische Struktur des dominanten Wissens über Sintice und Romnia herauszustellen. Die erste Frage: Wie wird überhaupt etwas als Wissen qualifiziert? Was gilt überhaupt als Wissen und damit auch als wissenswert? Diese Frage zielt vor allem auf das rationale Wissen ab, also die Wissensproduktion in Wissenschaft, Forschung und Datenerhebungen. Es ist auch die Frage danach, was gesellschaftlich als legitimes, anerkanntes Wissen gilt und was nicht. Wie wird Wissen zu Sintice und Romnia betreffend überhaupt qualifiziert? Die jeweiligen Wissenschaftsdisziplinen, die sich mit Sintice und Romnia beschäftigen, wie Linguistik, Statistik und Bevölkerungskunde, Völkerkunde, Ethnologie und weiterhin die Zyganologie, bedienten sich der jeweils aktuellen zeitgenössischen Methodologien und Methoden. Das Wissen wird demnach durch die jeweils gegebenen akademischen, wissenschaftlichen und publizistischen Strukturen qualifiziert. Eine Spezifik ist jedoch, dass die Forschenden in der Regel kein vertrauensvolles Verhältnis zu Menschen aus den Communities aufbauten, oftmals gar keinen Kontakt hatten oder mit der Absicht der Täuschung eine grenzüberschreitende Nähe erzeugten. Auch hier gibt es bis zum Ende des 20. Jahrhunderts bis zum Ende des 20. Jahrhunderts keine wissenschaftlichen Ansätze aus den Communities heraus bzw. mit maßgeblicher Beteiligung dieser. Keine bedeutsamen akademischen VertreterInnen, keine etablierten PublizistInnen. Diese beiden Umstände führten dazu, dass bisher nie ein kritischer Wissenschaftsraum zu dieser Thematik bestanden hat und die produzierten Schriften von unzulässigen Verallgemeinerungen, Othering, also der Darstellung von Romnia und Sintice als exotische oder bedrohliche andere, einer starken Gegensätzlichkeit von wir und sie geprägt ist. Ein weiteres eklatantes Problem ist, dass wissenschaftsethische Prinzipien und forschungsethische Richtlinien sowie Grundsätze des Datenschutzes gar nicht oder nur marginal eingehalten wurden und werden. Die Beforschten werden oftmals nicht angemessen über die Forschungsziele und Methoden, ihre Rechte und die Risiken der Forschung aufgeklärt. Eine community-basierte Forschungsethik und deren Einhaltung bei Forschungen zu Romnia und Sintice wird erst seit den 2010er Jahren überhaupt diskutiert. Die zweite Frage: Wie wird Wissen medial präsentiert, geformt, übertragen, weitergetragen? Hier steht der Aspekt der Zirkulation im Vordergrund. Also kurz, wie und in welcher Art und Weise zirkuliert es. Das Wissen zu Sintice und Romnia zirkuliert in den verschiedenen Dimensionen von Wissen verschiedenartig. In den europäischen Chroniken werden Sintice und Romnia erstmals erwähnt, zum Beispiel sehr prominent in Sebastian Münsters Cosmographia von 1544, die bis 1628 immer wieder neu aufgelegt wurde. Weitere Spuren finden sich in Edikten, Erlassen, Mandaten und Schutzbriefen. Diese Quellen sind von einem starken Othering sowie der Zuschreibung von negativ besetzten Eigenschaften, die die herrschende Verfolgung begründeten, geprägt. Außerdem zeigt sich an diesem Punkt der Wissensproduktion eine permanente Selbstreferenzialität, also hermetische Zitiergemeinschaften.
Es haben sozusagen immer dieselben Personen von denselben Personen abgeschrieben. Ohne eine 6 dafür zu bekommen. Ja, genau. Und damit dieses Wissen eben auch fortgeschrieben. Wahrgenommene Selbstäußerungen von Sintizen-Romnia existieren bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts nicht. Erst nach 1945 erscheinen die ersten selbstverfassten und publizierten Schriften, vor allem verschriftlichte Zeitzeugnisse von Überlebenden des NS-Völkermords. Mir fällt gerade ein, vielleicht stimmt das nicht ganz, vielleicht gibt es auch schon in den 20ern das eine oder andere, aber solche, die auch eine Aufmerksamkeit erlangten, sind erst nach 1945 sichtbar. Krellmanns Dissertation wird, wie schon erwähnt, zeitgenössisch sehr populär, erscheint 1787 in zweiter erweiterter Auflage, die ins Englische, Französische, Niederländische sowie ins Polnische und Russische übersetzt wird. Parallel entsteht im ganzen europäischen Raum die eben schon erwähnte romantisierende Folklore, die in Literatur, Musik und Malerei starken Widerhall findet und verschiedene Motive in immer neuer Abwandlung enthält. Ein weiterer bedeutsamer Aspekt der Zirkulation ist die Verbindung von rationalem Wissen mit Herrschaft. Herrschaftsstaatliche Praktiker und später jene der Polizei verweisen bzw. greifen vielfach auf durch Wissenschaft legitimiertes Wissen zurück, um die Erfassung und Verfolgung von Romnia und Sintizer in Europa zu begründen und zu operationalisieren. Der deutsche Verwaltungsbeamte Hermann Eicheler beispielsweise promovierte 1911 mit einer Arbeit mit dem Titel Die rassistischer Begriff Frage mit besonderer Berücksichtigung Württembergs und war ab 1913 in seiner Tätigkeit im Polizei- und Verwaltungsapparat mit eben dieser Thematik administrativ-politisch betraut. In besonderem Maße wird die Verbindung von Wissen und Herrschaft im Nationalsozialismus virulent, indem die sogenannte Rassenforschung institutionalisiert in der Rassenhygienischen Forschungsstelle des Reichsgesundheitsamtes sowohl argumentativ als auch ganz praktisch, und zwar durch das Aufspüren ganzer Familien, der Vernichtung zuarbeiteten. In der Bundesrepublik Deutschland zirkulierte nach dem Zweiten Weltkrieg rationales Wissen über Sintizen und Romnia, vor allem in der Tradition der sogenannten rassistischer Begriffkunde. Zwischen Ethnologie und Soziologie changieren wird diese zum Projekt Ziganologie am Institut für Soziologie der Universität Gießen und kann sich nach dem Beitritt der DDR am Institut für Ethnologie als Forum Ziganologische Forschung der Universität Leipzig als eine distinkte Forschungs- und Studienrichtung für Studierende und WissenschaftlerInnen etablieren. Seit ca. 2011 scheint diese Wissensrichtung nicht mehr aktiv, zumindest nicht an der Universität Leipzig. Das ist die dritte Frage, wer sind die AkteurInnen des Wissens und warum sind sie es? Bei dieser Fragerichtung geht es um die sehr konkrete Verbindung von Wissen und Macht. Wer kann welches Wissen unter welchen Bedingungen und wie gesellschaftlich durchsetzen und zu legitimem Wissen machen? Also, welche AkteurInnen, einzeln oder in Gruppen, haben die Macht, bestimmtes Wissen durchzusetzen? Wem gelingt dies nicht? Aufgrund der bisherigen Ausführungen wird deutlich, die Akteurinnen des Wissens über Sintizen und Romnia sind über die gesamte Zeit der Wissensproduktion seit dem ausgehenden europäischen Mittelalter bis heute zugespitzt formuliert, und das erwartet jetzt vielleicht die eine oder andere Person, zu 99,9% Gage. Das heißt also, das ist die Bezeichnung aus dem Romanes für Menschen, die nicht den Romani-Communities angehören. Es sind vor allem WissenschaftlerInnen, Kunst- und KulturproduzentInnen und JournalistInnen, die der jeweiligen Dominanzgesellschaft angehörten und angehören, die AkteurInnen des Wissens sind. Das Wissen, das sie verbreiten und verändern, wird an erster Stelle durch die Wissenschaften und deren Produktionsmodi legitimiert und machtvoll und an zweiter Stelle durch den Nichtwiderspruch. Es gibt über den gesamten historischen Raum der Wissensproduktion kaum wissenschaftliche oder öffentliche Kontroversen, beziehungsweise gelangen widersprechende und kritische Interventionen nicht in eine solche machtvolle Position, als dass sie eine wahrnehmbare Wirksamkeit entfalten könnten. Demnach gab und gibt es keine kritische Gegenöffentlichkeit und auch keinen wirksamen innerwissenschaftlichen Widerspruch. Zwar etablieren sich in Deutschland und Europa zunehmend auch Romani-AkademikerInnen bzw. Wissensschaffende, die sich außerhalb von institutioneller Wissenschaft an der Wissensproduktion durchaus beteiligen.
Viele dieser so entstandenen Arbeiten bewegen sich jedoch oftmals nicht im akademischen Machtgefüge. Die Ergebnisse erscheinen damit als sogenannte graue Literatur und sind somit in Wissenschaft und Gesellschaft weitaus weniger legitimiert und anerkannt. Für all die angeführten Aspekte der Verbreitung und Formierung des Wissens über Sintize und Romja bleibt festzuhalten, dass hierbei nach wie vor und mit leichten Abwandlungen die stereotypen Bilder der Armut, Kriminalität, Sozialbetrüger, der Gewalttätigkeit, vor allem gegenüber den eigenen Familienmitgliedern und hier insbesondere Frauen, Mädchen und Kindern, der Bildungsferne und Verweigerung, der minderen Intelligenz und spezifischen Begabungen, zum Beispiel Musik und Tanz, der Asozialität in Verbindung mit Schmutz, der Seuchenträger und Verbreiter, der Profiteure an Menschenhandel und Prostitution, sogenannte Clankriminalität, der Promiskuitivität und generell einer archaisch vormodernen sowie von der Dominanzkultur hermetisch abgeschlossenen kulturellen Praxis, verbunden mit der Verweigerung der Einpassung in herrschende, anerkannte Praktiken der Kultur, kursieren und vorherrschen. Das war jetzt ein Satz mit 11 Zeilen, aber es war mir ein Bedürfnis, das jetzt einmal in einen Satz zu packen, so, und jetzt ist auch gut. Dem steht gegenüber, dass die übergroße Mehrheit des verbreiteten Wissens nicht unter maßgeblicher Beteiligung von Angehörigen der verschiedenen Sintize und Romja-Communities in Europa entsteht, beziehungsweise eben ihre Stimmen keine maßgebliche Relevanz in der Wissensproduktion erhalten. Es gab und gibt keine Vielstimmigkeit des Wissens, keine wirklich gleichberechtigten bzw. wirkmächtigen kritischen Diskurse, Kontroversen und Debatten. Zusammenfassend lässt sich festhalten, die Entstehung und Verbreitung des dominanten Wissens zu Sintize und Romja ist zweifellos rassistisch strukturiert. Seine Grundbedingungen verweisen darauf. Zu 99,9% von Gadje erschaffen, erzeugt im weiß dominierten eurozentrischen Denk- und Kulturraum, geprägt von einem grundsätzlichen Othering, mit dem Romja und Sintize früh zum Sinnbild des anderen in Europa oder mit Stuart Hall gesprochen, zu den eigenen internen anderen gemacht werden, verbunden mit rassistischer Gewalt durch Zuschreibungen, Homogenisierungen, Abwertung, Verfolgung, Folter und Ermordung und mit der Funktion der Erzeugung und Stabilisierung von weißeuropäischer Gadje, Überlegenheit und einem Machterhalt. Auch wenn wir heute grundsätzlich eine Dynamisierung, Demokratisierung und Pluralisierung von Wissen haben, bleibt doch das dominante Wissen zu Sintize und Romja in seiner rassistischen Grundstruktur erhalten und ist mit dem gerade hier präsentierten sehr weiten Begriff von Wissen allgegenwärtig und durchdringt alle Lebensbereiche. Und jetzt würde ich euch wieder, genau, jetzt flüstert ihr wieder. Nochmal, ich kann ja nochmal zurückmachen, nochmal darüber, vielleicht über diese 3 Fragen auch nochmal ein bisschen nachzudenken. Was fällt euch da dazu noch ein? Beispiele, Ergänzungen? Wir können ja auch eine 6. Okay, ja. Freut mich auch jetzt, dass ihr wieder angeregt diskutiert habt. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil meines Vortrages, nämlich also der zweite Schritt, Wissen und Wirklichkeit am Beispiel von Wissenschaft und Forschung zu bzw. über Sintize und Romja. Ich werde nun versuchen, die Verbindung von Wissen und Wirklichkeit herzustellen, um eben die Folgen eines solch rassistisch strukturierten Wissens aufzuzeigen. Ich mache das am Beispiel der Wissenschaft, in der eben vornehmlich rationales Wissen erzeugt wird. Wissen, das aufgrund der Hierarchien in der Gesellschaft eine sehr hohe Anerkennung und Legitimität besitzt. Aufgrund der Zeitbegrenzung kann ich nur ein paar Schlaglichter werfen, auf einzelne Zusammenhänge knapp verweisen. Am Ende dieses Abschnittes werde ich eine Reihe von zusammengetragenen Kennzeichen rassistischer Wissenschaft vorstellen, die bei der Einordnung von Publikationen, Vorträgen, Ausarbeitungen gegebenenfalls hilfreich sein können. Diese und ebenso die nun folgenden Ausführungen basieren auf Arbeiten von Elisabetta Yunus und mir
sowie dem Bericht der unabhängigen Kommission Anti-Z, sagtest du, von 2021. Zitat: Aber auf keinem einzigen wissenschaftlichen Gebiet hat der Rassismus sein erschreckendes Gesicht so offen gezeigt wie in der Ziganologie, schrieb 1996 der Autor und Politiker Dr. Rajko Đurić. Und weiter: Bis auf wenige Einzelne, die sich in ihren Aufzeichnungen über Leben, Geschichte und Kultur der Romnian Sintice von wissenschaftlichen das hat er wahrscheinlich nicht geschrieben, fällt mir gerade auf, von Roman Sinti, von wissenschaftlich, das war meine automatische Ersetzungsfunktion, von wissenschaftlichen Kriterien und ethischen Grundsätzen leiten ließen, fuhr er fort, haben alle anderen den Gegenstand ihrer Forschungen als zoologische Spezies oder exotische Erscheinungen behandelt. Das Verhältnis von Wissenschaft und den verschiedenen europäischen Gruppen der Sintice und Romnia ist ohne Zweifel ein sehr stark belastetes. Das ist ebenso der Geschichte des Wissens zur Romnian Sintice geschuldet, das nicht nur inhaltlich rassistisch strukturiert ist, sondern auch in seiner Wirksamkeit und damit eben auch die Wirklichkeit sehr konkret gestaltet. Wissenschaft und Forschung arbeiteten offen oder verdeckt der Diffamierung, der Verfolgung und im Nationalsozialismus der systematischen Vernichtung von Sintice und Romnia zu. Wissenschaftliche Erkenntnisse und Ausarbeitungen entwickelten sich immer wieder zu einem Herrschaftswissen, das Diskriminierungen, gesellschaftliche Ausschlüsse, Repressionen und im Extremfall des Nationalsozialismus die systematische Vernichtung legitimierte und unterstützte. Die humanistische Grundidee von Wissenschaft, dem Wohle der Menschen zu dienen, haben demnach die Communities bisher nicht erfahren oder kaum. Ich würde sagen nicht. Die Nachkriegs-ZiganologInnen, nein, das mache ich jetzt mal, das lasse ich weg, besonders verletzend und herabwürdigend für Sintice und Romnia war die Leugnung des NS-Völkermords durch WissenschaftlerInnen. So führte beispielsweise Streck, Ethnologe und Hochschullehrer, den Genozid an den europäischen Sintice und Romnia auf deren vorgeblich asoziale Lebensweise zurück. Die rassistischer Begriff Lebensweise hätte im Nationalsozialismus zu einer, wenn auch übersteigerten, Kriminalprävention, rigiden Sozialpolitik und schließlich zur Verfolgungen und Ermordungen, nicht aber einem Genozid geführt. Auch der sogenannte rassistische Begriff-Experte Hermann Arnold versuchte aktiv durch gezielte Interventionen die Errichtung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sintice und Romnia Europas zu verhindern. Arnold bekämpfte die entstehende Bürgerrechtsbewegung der Romnian Sintice in Deutschland und begab sich in juristische Auseinandersetzungen mit Vereinen und Einzelpersonen. Noch 1999 schrieb er an den damaligen regierenden Bürgermeister der Stadt Berlin sowie die Fraktion der CDU/CSU im Deutschen Bundestag und stellte seine Ausarbeitungen zur Verfügung. In diesen konstatierte er unter anderem, dass eine Gleichstellung der Verfolgung und Ermordung der europäischen Romnia und Sintice mit dem Holocaust nicht statthaft wäre, da, Zitat, die Nationalsozialisten nie die Absicht gehabt hätten, Sintice und Romnia zu ermorden. Die Bürgerrechtsbewegung der Romnia und Sintice nicht von eben diesen gegründet und geführt wäre und sie selbst gar kein Mahnmal begehren würden. Arnold versuchte ebenso, die Arbeiten des Historikers Wolfgang Wippermann zu diskreditieren und zu verhindern, indem er an dessen Doktorvater Ernst Nolte schrieb, dieser solle dringend kritisch prüfen, was und wie sein Doktorand forsche und arbeite. Also schon ein Potenzial von starker Subversion und krimineller Energie, würde ich mal sagen. Wippermann war einer der ersten deutschen Wissenschaftler, der die Rassismen gegen Romnia und Sintice und gegen jüdische Menschen vergleichend behandelte und kritisch zur Ziganologie arbeitete. In der Nachkriegsziganologie und damit verwandten Arbeiten werden demnach die durch die Jahrhunderte hindurch gewachsenen rassistischen Gesellschaftsverhältnisse, die den Genozid an den europäischen Romnia und Sintice bedingten und ermöglichten, verleugnet, abgewehrt und in Form einer Schuldumkehr den Opfern zugewiesen. In einer derartigen Denkweise werden die Opfer nicht nur nicht anerkannt, sondern auch für schuldig erklärt. Nur so ist zum Beispiel das Fazit einer Untersuchung zu Roma in einer deutschen Großstadt, westdeutschen Großstadt, zu verstehen, in der Romnia unterstellt wird, den Genozid zu instrumentalisieren. Die Autorin Ute Koch, heute Professorin an einer Fachhochschule, urteilt
über die von ihr untersuchte Romnia-Gruppe, dass deren Integration in eine westdeutsche Großstadt nicht gelungen sei. Dies läge unter anderem daran, dass die den Roma von Organisationen und Kommune angebotene Hilfe vor dem, Zitat, Hintergrund der historischen Schuld gegen Sinti und Romnia im Nationalsozialismus und deshalb zu leistender Wiedergutmachung konzipiert worden sei. Also das sieht sie kritisch. Woraufhin sich die Roma auf ein solchermaßen moralisch legitimiertes politisches Programm hätten einstellen können, um dem jeweiligen Gegenüber Außerordentliches abzuverlangen. Also diese Grundidee von nachholender Gerechtigkeit, Wiedergutmachung, die offensichtlich die Betroffenen auch einforderten, wird von ihr als etwas Negatives dargestellt, das zu fordern keineswegs den Betroffenen zustünde. Nach der Zerschlagung des Nationalsozialismus verfolgten auch die RasseforscherInnen ihre Karrieren weiter. Keiner der TäterInnen wurde jemals für diese Verbrechen verurteilt. Die überlebenden Romnia und Sinti standen ihren Verfolgern, ob Mitarbeitenden der Forschungsstelle oder Polizei, zum Teil als GutachterInnen in Entschädigungsverfahren wieder gegenüber. Entschädigungszahlungen wurden vereitelt, verspätet, wenig oder gar nicht geleistet. Die Aufarbeitung der Verquickung von Wissenschaft, staatlicher Administration und Verfolgung steht bis heute aus. Die Wissensproduktion zu Sinti und Romnia im wissenschaftlichen Kontext ist bis heute von der Tradierung ziganologischer Pseudotheorien sowohl medizinischer wie natur- und kulturwissenschaftlicher Art geprägt. Nach wie vor gibt es WissenschaftlerInnen, die sich in dieser Forschungstradition explizit oder implizit und vor allem unkritisch verorten oder sich verorten lassen. Im Weiteren ist feststellbar, dass sich zyganologisches Wissen regelhaft in anderen Disziplinen, wie zum Beispiel der Pädagogik, den Erziehungswissenschaften, der Sozialpädagogik und Sozialarbeit wiederfinden lassen, da es unkritisch rezipiert und damit rassistisch strukturiert übernommen wird. Ich komme nun wie angekündigt zu den Kennzeichen. Sie lehnen sich an und erweitern eine erste Aufzählung solcher Merkmale durch die kritische Ethnologin Katrin Reemtsma und wurden erweitert einerseits durch Yunus Weiß und eben auch die UKA. Ich werde das jetzt einfach mehr oder weniger vorlesen. Also zum einen ein unkritischer Rückgriff auf frühzyganologische und/oder rassistische Publikationen. Als rassistisch zu bezeichnende Wissenschaft und Forschung arbeitet oftmals mit einem ahistorischen, unkritischen und damit unreflektierten Rückgriff auf frühzyganologische Werke wie die von Grellmann, Wlisocki oder Martin Block und/oder betreiben deren Apologie, also eine Rechtfertigung. Die Homogenisierung von Communities und ihrer Angehörigen unter dem rassistischen Begriff. Rassistische Wissenschaft und Forschung definiert die von ihr beforschten Gruppen der Romnia und Sinti als homogen sowie in sich geschlossen und subsumiert alle Romani-Gruppen unter der rassistischen Fremdbezeichnung. Kritiken an der Verwendung des Begriffes werden aggressiv und ohne Einbezug des argumentativen Kontextes oder vorhandener Empirie abgewehrt. Die Bestimmung, Definition und damit Sicherung des eigenen Forschungsfeldes hat Vorrang vor gesellschaftspolitischen und rassismuskritischen Diskursen. Dafür nehmen die VerwenderInnen in Kauf, dass jene Menschengruppen, also unsere Menschen, die diese Bezeichnung für sich ablehnen, durch ihr Benutzen regelmäßig verletzt, beleidigt, stigmatisiert sowie exkludiert wurden. Und ich meine, diese Kämpfe haben wir ja nicht nur in der Wissenschaft, wir können uns an die Soßen-Umbenennungsdebatten erinnern, die ja also bis heute auch in einer sehr großen Aggressivität oftmals geführt werden. Ethnisierung und Kulturalisierung sozialer Problemlagen sowie Romantisierung prekärer Lebenssituationen. Als rassistisch zu bezeichnende Wissenschaft und Forschung ethnisiert soziale Problemlagen und/oder romantisiert sie. Damit geht eine massive Bagatellisierung einher. Prekäre Lebenssituationen und gesellschaftliche Marginalisierung von Romnia, insbesondere in segregierten Siedlungen und Wohnlagen oder Vierteln, werden ursächlich diesen selbst und ihrer vermeintlichen Kultur zugeschrieben. Die gruppeneigene Kultur bedingt in dieser Sichtweise den gesellschaftlichen Ausschluss. Oftmals findet sich eine gleichzeitige Romantisierung dieser prekären Lebensverhältnisse,
Situationen als eine Verherrlichung nicht verherrlichungswürdiger Verhältnisse. Versuchte Delegitimierung und Entrechtung bzw. Kriminalisierung von Selbstorganisationen bzw. einzelner SprecherInnen der Sinti und Romja. Ein weiteres Kennzeichen rassistischer Wissenschaft ist, dass deren Protagonistinnen versuchen, Selbstorganisationen der Sinti und Romja oder einzelne VertreterInnen zu delegitimieren und zu kriminalisieren. In der Bundesrepublik Deutschland waren und sind das insbesondere verbale und juristische Angriffe gegen die Bürgerrechtsbewegung, Versuche der Kriminalisierung der Organisationen sowie Leugnung und Abwehr eines Vertretungsrechts sowohl durch die Organisationen als auch einzelne SprecherInnen. Zudem wird in rassistischer Manier ausgesuchten SprecherInnen die Minderheitenzugehörigkeit abgesprochen. Negierung der Relevanz von rassistischen Gesellschaftsverhältnissen bzw. die Abwehr von rassismuskritischen Forschungsansätzen und auch Leugnung des Genozids. In rassistischer Wissenschaft wird die Relevanz von rassistischen Gesellschaftsverhältnissen negiert bzw. werden rassismuskritische Forschungsansätze abgewehrt bis zur Diffamierung solcher Ansätze als unwissenschaftlich. Dadurch wird die Komplexität gesellschaftlicher Machtverhältnisse ausgeblendet. Des Weiteren wird die rassistische Grundlegung der Verfolgung und Ermordung im Nationalsozialismus geleugnet. Behauptet in einer stark differenten und der Dominanzgesellschaft unterlegenen Kultur von Sinti und Romja. In rassistischer Wissenschaft findet sich die Auffassung von einer in der Tendenz starren und stark von der Dominanzgesellschaft differenten Kultur aller Sinti und Romja sowie deren Verortung als primitiv, vormodern oder archaisch. Dies ist verbunden mit der Behauptung einer nahezu unveränderlichen, homogenen und spezifischen kulturellen Praxis, dem rassistischer Begriff Eigensinn bzw. einer rassistischer Begriff Lebensweise, die außerhalb der nationalstaatlichen bürgerlichen Norm existiere, insbesondere in Bezug auf Erwerbsleben, Bildung und Geschlechterrollen. Die Verletzung und Vernachlässigung von wissenschafts- und forschungsethischen Prinzipien und des Datenschutzes sowie Marginalisierung der beforschten Perspektiven. Ein eklatantes Problem und häufig anzutreffendes Kennzeichen der Produktionsmodi von Arbeiten zu Sinti und Romja ist, dass wissenschaftsethische Prinzipien und forschungsethische Richtlinien sowie Grundsätze des Datenschutzes gar nicht oder nur marginal eingehalten werden. Die Beforschten werden oftmals nicht angemessen über die Forschungsziele und Methoden, ihre Rechte und die Risiken der Forschung aufgeklärt. Also beispielsweise gibt es jetzt bis heute ganz aktuell genetische Forschungen, die angestellt werden und die gesammelt werden und zu denen es keinerlei Kritik oder Interventionen gibt und die zum Beispiel ihr Material in Gefängnissen sammeln. Jetzt könnten wir noch eine Flüsterrunde machen oder ich habe jetzt noch eine Seite und dann wäre der Vortrag zu Ende. Durchziehen? Okay, gut, dann durchziehen. Okay. Genau. Warum wir eine Romani-Akademie brauchen, Strategien des Widerstands. Nun komme ich zum dritten und letzten Teil meines Vortrages, der vor allem eine Idee und Hoffnung ist und von daher eher kurz ausfällt. Ich denke, es ist deutlich geworden, wie klar und anhaltend wirksam das dominante Wissen zu den verschiedenen Romani-Communities Europas rassistisch strukturiert ist. Deutlich wurde ebenso, so hoffe ich, dass sich hierbei dominantes altes Wissen immer wieder dominant neu aktualisiert und damit nachhaltig wirksam ist. Diese Wirksamkeit habe ich am Beispiel der Wissenschaft nur ansatzweise skizziert und gezeigt, wie Wissen Wirklichkeit gestaltet. Die Allgegenwärtigkeit und Alltäglichkeit von Rassismuserfahrungen wie Gewalt und Rassifizierungen sowie eine kumulative lebensgeschichtliche Aufschichtung von Rassismuserfahrungen ist jedoch für viele unserer Menschen eine bittere Realität, wie es die erste Studie zu Rassismuserfahrungen von Romja und Sintica unter der Leitung von Isidora Randjelovic und Iman Attia nachweisen konnte. Deshalb definieren wir den Rassismus gegen Sintica und Romja mit Isidora Randjelovic als eine historisch gewachsene und transnational organisierte Gewalt, die auf die Psyche und die Körper von Romani-Subjekten transgenerationell einwirkt und Lebenserschwernisse, Verletzungen und Krankheiten, verkürzte Lebenserwartung bis hin zum Tod verursacht.
Diese Gewalt schließt Romja individuell und/oder kollektiv und in Verschränkung mit weiteren gesellschaftlichen Platzierungen wie Klasse, Gender, religiöser Zugehörigkeit von materiellen, finanziellen sowie symbolischen Ressourcen und von gesellschaftlicher Anerkennung und struktureller Teilhabe aus. Eine Romani-Akademie, die community-basiert und rassismuskritisch arbeitet, stellt ein Gegenwissen bereit, das auf dem Wissen unserer Menschen basiert. Sie wird auch weiterhin das schon vorhandene, dominante, rassistisch strukturierte Wissen in Frage stellen müssen, aber vor allem neue, beziehungsweise bisher wenig oder gar nicht sichtbare Wissensbestände produzieren und zugänglich machen. Sie arbeitet mit einem weiten Wissensbegriff und schließt zum Beispiel Kunst- und Kulturproduktion aktiv mit ein. Vielleicht lässt sich das gut fassen mit dem Begriff des Talking Back der schwarzen Literaturwissenschaftlerin und feministischen Kämpferin Bell Hooks. Auch sie wollte die vorherrschenden Bilder transformieren, Neues erschaffen und damit neue Horizonte eröffnen in Gemeinsamkeit und Solidarität, die scheinbar übermächtige Wirklichkeit überwinden und neu erfinden. Vielen Dank. Liebe Jane, vielen herzlichen Dank für deinen Vortrag nochmal. Wir haben viel gelernt und ich habe schon ganz viele Fragen, aber die stelle ich nicht zuerst. Ich weiß, dass es hier noch Fragen gab, schon in unserer Flüsterrunde, aber jetzt fordere ich euch alle auf, nochmal in die Fragerunde zu gehen und dann können wir auch eine Diskussionsrunde machen. Aber jetzt erstmal gibt es konkrete Fragen und nur kurz, wenn ihr Feedback geben wollt, keine Vorträge halten, Fragen stellen erstmal, ganz autoritär. Möchte jemand etwas wissen? Muss ich euch Mut machen? Kann laut sprechen oder soll ich darin? Das ist für die Aufnahme. Ich halte das Mikro. Bei den verschiedenen Wissensformen, also haben wir jetzt auch drüber gesprochen, wo würde man denn dann die eigene Erfahrung, also die Erfahrungen der Menschen mit den anderen in Frankreich, in Deutschland, als Kind, als Erwachsene, wo gehören die dann rein? Weil das ist ja auch Wissen. Also ich habe ja Wissen erfahren durch meine Kindheit, durch die Begegnung mit euch und ich habe in einem Chor gesungen und ganz viele Erfahrungen gemacht, Musik gemacht. Wo gehört das beim Wissen rein? Weil ich habe das Wissen ja, trage das ja mit mir. Vielen Dank. Ja. Möchtest du was sagen oder was? War eine ähnliche Frage. Okay. Möchtest du gleich antworten darauf? Ja, kann ich machen. Darüber muss ich noch nachdenken. Ja, dann geben wir dir Zeit zum Nachdenken und vielleicht gibt es ja noch eine zweite Frage in der Zwischenzeit zu dem Vortrag. Das waren die 3 Ebenen, die Sarrazin und Co. aufgelistet hatten. Weil ich irritiert war, dass Wissenschaft als rationales Wissen bezeichnet wird. Und wir uns hier in der Flüstergruppe gefragt haben, wo das kollektive Community-Wissen von Sinti und Roma zum Beispiel bleibt. Aber eben auch die Frage danach, wo das von Medien und Politik produzierte Wissen, vermeintliche Wissen, wo die das verorten würden, diese Forschungsgruppe, weil das ist ja nicht nur Kultur, es ist kein rationales Wissen. Was war die 3. Ebene? Kultur- und Kunstproduktion, Religion. Ach, Religion, genau, Religion, Glaube und rationales Wissen. Also uns fielen noch sehr viel mehr Ebenen ein. Ich kann ja erstmal was dazu sagen. Genau, also dieses Konzept ist ziemlich also es ist ein
ein konstruktivistisches Konzept, das versucht, erstmal insgesamt eine neue Definition von Wissen aufzumachen, also dieses breitere Verständnis und dann eben diese Dimensionen hat. Was ich vielleicht dazu sagen muss, ist, generell haben die sich, soweit ich das übersehen habe, also ich kenne jetzt nicht alle Schriften oder so, mit dieser Frage der rassistischen Strukturierung noch gar nicht beschäftigt. Und die haben jetzt in einem Band von 2020 in so einer Art Rückblick auch festgestellt, dass sie sich im Grunde ja auch immer nur auf weiße, männliche, europäische Wissenschaftler beziehen, in einer Art Selbstkritik. Und deswegen kann ich wahrscheinlich bestimmte Fragen gar nicht dazu so beantworten, aber das Konzept hätte das Potenzial, die vielleicht zu beantworten, und man müsste es sozusagen weiterentwickeln. Das, was du jetzt sagtest, ist sicherlich Wissen, das existiert ja, also dein Erfahrungswissen existiert ja nicht unabhängig von dem, was um dich herum passiert. Du bist auch davon geprägt, von Kultur- und Kunstproduktion, also von den ganzen Ebenen. Und im Endeffekt ist das die Transformation, die in der stattfindet, also die Zirkulation und Transformation. Was dann, wenn man das bezeichnet, wenn das durchläuft, den Körper durchläuft sozusagen, darüber sollte man vielleicht nochmal nachdenken. Das habe ich jetzt keine Antwort sofort. Und bei Medien und das würde ich schon eher in diesem Bereich von Kultur verorten. Vielleicht müsste man das auch noch mal ausarbeiten, weil da geht es um den Aspekt dieser Alltäglichkeit ja auch. Und das ist nicht unbedingt empirisch überprüfbar, also schon, aber es ist nicht so dargestellt, nicht unbedingt, sondern es zirkuliert eben auch und stellt sich dann dar, auch in Bildern oder in bestimmten Überschriften. Und ich würde das eher in dem Bereich. Aber vielleicht reicht das auch nicht aus und vielleicht ist das eine 4. Dimension. Weil sie haben jetzt auch festgestellt, natürlich kritisch, dass sich ja die Frage der Zirkulation von Wissen auch in der Zeit von Corona auch nochmal radikalisiert hat, quasi. Über diese sozialen Medien, auch mit TikTok und so weiter. Also wir haben ja jetzt auch nochmal so neue Formen und eine neue Qualität, wo dann so ein Konzept eben weiterentwickelt werden müsste. Aber ich finde, ja, ist auch ein wichtiger. Also ich würde es eher in diesem Bereich verorten. Aber ich bin jetzt auch nicht die Vertreterin sozusagen des Konzeptes. Es war für mich nur so ein Handwerkszeug, um erstmal zu versuchen, dieses auch ein bisschen diffuse und aber doch so alltägliche und einfach so grundlegend unhinterfragte Wissen, also jetzt in dem Fall zu unseren Communities, das trifft aber sicherlich auch für andere zu, das mal so ein bisschen zu sortieren und so greifbar zu machen. Und deswegen fand ich die Flüsterrunden auch wichtig, um das nochmal zu ergänzen und neue Perspektiven zu bekommen. Danke, Jane. Ja, vielen Dank für diesen wertvollen Vortrag. Ich habe auch eine Frage, und zwar, wenn wir uns die Wissenschaftler anschauen, und ich sage jetzt absichtlich Wissenschaftler anschauen, die über verschiedene Themen schreiben und gerade über das NS-Unrecht schreiben und die Folgen dessen auch heute, also auch aktuell, nicht nur von nach 45, sondern bis also wirklich aktuell, dann kann man ja sehen, dass es praktisch schon weiße Wissenschaftler sind, die praktisch dominieren, die auch legitimiert werden und die ja somit auch dieses Forschungsfeld oder diesen Themenbereiche auch besetzen. Gleichzeitig gibt es aber WissenschaftlerInnen wie dich, Isidora, die gerade das Mikro hält, und weitere, die ja auch zeitgleich arbeiten, forschen und schreiben. Ich sehe es relativ problematisch, dass Menschen praktisch davon profitieren, gerade speziell über die Thematik der Verfolgung und des Genozids an unseren Menschen zu schreiben, sich profilieren innerhalb ihrer Karriere, auch heute, ja, mit zwar einem anderen Ansatz als zwischen 33 und 45, aber dennoch
in einer modernen Form, sehe ich sehr kritisch. Wie siehst du das und was gibt es da vielleicht für Auswege heraus oder neue Wege, die vielleicht dieses Wissenschaftsfeld neu definieren und besetzen können, weil es sind ja auch Plätze, die besetzt werden. Ja. Danke, liebe Tayo, für diese wichtige und schwere Frage. Ich stimme dir 200%ig zu. Ich möchte zunächst einmal festhalten, dass all die WissenschaftlerInnen, die weißen Gage-WissenschaftlerInnen, die weiterhin an unseren Themen arbeiten, an sich genau das machen, nämlich diese rassistische Strukturierung nicht zu sehen. Und für mich würde heißen, wenn sie das sehen würden, dass sie da auch die Machtverhältnisse reflektieren. Nämlich zu sehen, wer steht denn oben, hat bezahlte Jobs, sichere Stellen und wer steht also im Mittelfeld oder unten oder ist ZuträgerInnen von Informationen und so weiter. Es gibt Personen, die das tun und die dann auch damit arbeiten, aber ich stimme dir absolut zu, dass es die Mehrheit nicht macht und damit gut fährt im Wissenschaftsbetrieb, weil die Thematik ja oftmals, also die ist so generell so auch schon marginalisiert. Also es gibt auch nicht so wahnsinnig viele Menschen, die dazu arbeiten. Und dann hat man ein Feld besetzt, das man gut besetzen kann und eben ja, damit Karriere machen kann. Was können wir dagegen tun? Das ist, ja, wir können es anmerken. Also es gibt ja verschiedene Empfehlungen auch schon in dem Bereich von community-basierter Forschungsethik oder Wissenschaftsethik. Also noch ein Stück auf der Ebene darüber, über eine Wissenschaftsethik nachzudenken. Und eine Wissenschaftsethik heißt für mich auch, über rassistische Verhältnisse nachzudenken. Und deswegen gibt es da Forderungen, dass solche Projekte eben ohne Beteiligung, also ohne gleichberechtigte, das heißt auch gleiche Bezahlung, gleiche Handlungs- und Definitionsmacht von Themen oder Vorgehen erfolgen sollen. Also es gibt die Forderung danach, unter anderem auch im UKA-Bericht oder auch in anderen Empfehlungen, aber Empfehlungen sind eben Empfehlungen und an sich haben wir zum Beispiel juristisch keine Handhabe, es ist eher eine moralische. Und insofern muss es an sich Gegenstand der gesellschaftlichen moralischen Auseinandersetzung sein. Und die können wir nur erreichen, wenn unsere Stimmen mehr gehört werden. Wir also auch in Solidarität miteinander vielleicht dieses Feld stärker gestalten. Das habe ich auch schon erlebt, dass also auch Personen von anderen marginalisierten, sozial oder politisch oder politisch marginalisierten Gruppen in Solidarität an diesen Punkten mitarbeiten. Es gibt ich habe jetzt kein Rezept in der Tasche, so. Es ist halt ein schwieriges Feld, aber es ist gut, dass du das ansprichst und wir können einfach nur versuchen, auf diese Empfehlungen oder Forderungen, die es schon gibt, hinzuweisen und zu sagen, also so geht es nicht. Aber es ist eben eigentlich eine moralische Auseinandersetzung in der Gesellschaft. Danke, Jane. Super, ich sehe noch 3 Fragen. Okay. Welche Möglichkeiten gibt es, Romani-Geschichte außerhalb Deutschlands, aber vor allem außerhalb Europas zu erforschen und auszuwerten? Gibt es, ich muss kurz hier ein bisschen nach unten scrollen, gibt es mögliche Partnerinnen in anderen Ländern, mit denen man arbeiten könnte, angefangen von Indien über die islamischen Länder bis hin zum Osmanischen Reich? Ab da... Osmanisches Reich ist ja vieles für uns zugänglich, aber davor scheint alles ein Mythos zu sein. Dankeschön. Isidora, kannst du das nochmal wiederholen, weil ich habe es nicht verstanden. Es geht weiter?
Ich Weil glaube, die Tür war gerade offen. Ich hab's außerdem nicht gehört. danke für den tollen Vortrag. Danke an, okay, es ist so, Dankeschön. Also keine weiteren Fragen. Das habe ich verstanden. Okay, wenn ich mir alles gemerkt habe, du hilfst mir, wenn nicht. Geht es um globalere Perspektive auf Romani Studies und einfach global? Gibt es was dazu und welche Möglichkeiten gibt es? Vielleicht für eine Vernetzung, Erweiterung? Welche Impulse können wir davon auch für Deutschland bekommen? Ja, es gibt zum Teil Vernetzung oder auch wir vernetzen uns ja auch, ne, im Kontext vom Romani Pen, aber eben auch im Kontext von Wissenschaft, zum Beispiel bei der Uni Romnia. Gleichzeitig ist aber feststellbar, es gibt zwar in anderen Ländern teilweise Lehrstühle mit Romani-Themen, oft die Sprache oder kritische Romani-Wissenschaft, also sowas gibt es zum Teil, also in Rumänien, Ungarn und Slowakei auch, okay, Finnland dachte ich noch, oder Schweden? Schweden, sorry. Ja. Aber also das ist teilweise nicht unbedingt community-basiert, zum Teil schon. Aber oder es sind Personen, die aber auch die zwar eine Position haben, aber auch in prekären Verhältnissen arbeiten. Und insofern ist es teilweise außerhalb von Deutschland ein Stück weit besser aufgestellt, aber ich würde sagen, immer noch sehr marginalisiert. Und wir können jetzt nicht davon sprechen, dass in jedem Land ein Lehrstuhl existieren würde, mit dem wir eben zusammenarbeiten könnten. Und wenn es so um internationale Kongresse, Konferenzen und Treffen geht, gerade im akademischen Bereich, sind die wieder ganz klar Gage dominiert. So, und so, ich fahre da nicht hin. Ja, hi, ich hatte eigentlich zu dem davor, hätte es ganz gut gepasst, da weiter anzuknüpfen in das Gespräch. Jetzt weiß ich nur noch, dass ich über das Wissen von uns und wie man die Hierarchie-Machtverhältnisse ändern könnte, nachdenken wollte. Weil, danke erstmal, Jane, du weißt, es war für mich nicht zu verstehen. Weil ich bin keine Wissenschaftlerin, aber ich weiß aus der Community-Perspektive, was es bedeutet, einfach das Gefühl haben, mein Wissen ist nichts wert. Das, was ich einbringe, ist nichts wert. Es bedeutet einfach nichts. Und das ist doch eine wichtige Frage. Und ich frage mich... Hast du ja doch verstanden. Ja. Hä? Alter. Hier, Herz ist auch wichtig, Leute. Aber ja, genau. Ich wollte fragen, ob du eine Strategie vielleicht schon hast, wie wir diese Hierarchien abbauen könnten. Und vielleicht mehr diese 0,1%, was wirklich krass ist, erhöhen könnten. Weil 99,9% ist ja weg. Das kriegen wir auch nicht hin. Aber können wir vielleicht die 0,02 erhöhen oder 0,02? Ich weiß. Ja, also genau. Hast du da schon über Strategien nachgedacht? Ist die Frage. Danke, Joschla. Ja, also die Romani-Akademie ist ja ein Anfang. Ja. Und die Arbeit von Kelly Penn ja auch. Also das, was du machst, die Theaterproduktionen. Also das Finanzierung brauchen wir auf jeden Fall. Ja, klar. Weil dann können wir auch die Medien erhöhen. Bei uns ist zum Beispiel das Problem, dass wir oft einfach wenig Öffentlichkeitsarbeit machen können und niemand weiß, wer wir sind. Genau. Diese Unsichtbarkeit muss aufhören. Also es ist halt einfach, genau, wichtige Punkte. Also und da ist die Finanzierung wichtig. Genau. Ja. Also Finanzierung ist ein sehr wichtiger Punkt und vor allen Dingen eine Finanzierung, die mal regelhaft erfolgen sollte. Das ist ja der Punkt. Es geht ja immer von Projekt zu Projekt und das zermürbt die Vereine und die Menschen. Ja, das stimmt. Ja, vielen Dank für den Vortrag, Jane. Ich würde gerne noch mal kurz auf die Frage des Wissens zurückkommen. Du hattest ja 3 Fragen aufgemacht zur Klassifikation der
von Wissen oder der Relevanz von Wissen. Und ich habe das für mich so interpretiert, als dass es da ganz stark um die Debatten innerhalb einer Disziplin, innerhalb eines Feldes geht. Oder sie dort zumindest sehr gut zur Anwendung kommen können, welche Diskurse, welches Wissen innerhalb einer Disziplin irgendwie verbreitet wird oder verbreitet wird. Und die Frage, die ich mir in dem Zusammenhang stelle, ist, wir haben ja eine unendliche Fülle an Disziplinen, Forschungsfeldern über alle Disziplinen hinweg und ganz viel Wissenschaft, die ja nie Eingang irgendwo in ein breites öffentliches Wissen findet, sei es jetzt geistes- oder naturwissenschaftlich. Und wir haben das ja ganz stark auch mit unseren Themen, unseren Forschungsfeldern, dass selbst wenn wir innerhalb unserer Nische positioniert sind, das nicht rauskommt in die breite Öffentlichkeit. Und das wäre gern so eine Dimension, wo ich dich nochmal zu fragen wollen würde, wie wir die noch einbauen können, dass eben die Relevanz des Forschungsfeldes insgesamt in gesellschaftlichen Kontexten Berücksichtigung findet. Naja, ich würde vielleicht eine leichte Gegenposition aufmachen und sagen, es geht gar nicht um die Relevanz des Forschungsfeldes in gesellschaftlichen Kontexten aufmachen oder verstärken, sondern es müsste dann gleichzeitig auch darum gehen, dass das Forschungsfeld eben rassismuskritisch auch betrachtet wird. Weil sonst passiert das, was Tayo erwähnt hat. Dann haben wir wieder die Karrieren der anderen. Und deswegen muss es diese Verquickung geben. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, wie das jetzt in unseren Feld oder Kreisen, die wir tätig sind in der Wissenschaft, besser laufen könnte, also wir bilden eben auch Zitiergemeinschaften, Denkkollektive und versuchen damit eine Wirksamkeit zu finden. Und ich würde sagen, Schritt für Schritt gelingt das auch ein Stück weit, aber es ist sehr langsam. Also, aber darüber müssen wir uns ja gar nicht wundern, weil wir haben ja schon miterlebt, also seit dem Mittelalter ist dieses Wissen grundiert und zirkuliert und aktualisiert sich immer wieder neu. Insofern, aber ich bin da auch ein bisschen hoffnungsvoll, dass eben durch diese Prozesse der eigenen Denkkollektive und Zitiergemeinschaften sich auch neue Formen, neues Wissen durchsetzen kann. So. Ja. Danke. Ja, auch nochmal vielen, vielen Dank für diesen wichtigen Vortrag. Ich dachte jetzt gerade so im Kontext von Wissenschaft und Marginalisierung, war so meine Verbindung nochmal an die Etablierung der Shoah-Forschung. Also soweit ich weiß, war es ja auch ein ganz, ganz langer Kampf und gerade eben dann vor allem auch von jüdischen WissenschaftlerInnen, aber auch, also lange Zeit auch ganz, ja, auch sehr marginalisiert und nicht anerkannt. Ob es da irgendwie auch einen Austausch gibt oder auch gab, ne? Also, und ich weiß auch, ich kann auch gar nicht einschätzen, ob man auch heutzutage sagen kann, dass dieses Feld auch Antisemitismus kritisch zum Beispiel aufgestellt ist, ne? Also da gibt es ja auch viele weiße, nicht-jüdische WissenschaftlerInnen, die zu diesem Themenfeld arbeitet. Aber ich dachte gerade, gibt es da irgendwie auch einen Austausch, ne? Weil es gab ja lange Zeit eben auch diese starke Marginalisierung und Shoah-Forschung war auch lange Zeit in Deutschland nicht anerkannt. Also, ja. Es gibt eine Verbindung zur jüdischen Community, da würde ich sagen, einerseits, die auch darauf beruht, dass unsere Menschen gemeinsam in den Lagern gelitten haben. Also das ist irgendwie eine Verbindung, die da ist. Und nach 1945 gibt es mehrere Wege. Und ein Weg ist der Abgrenzung, glaube ich, voneinander. Aber es gab und gibt immer wieder auch Solidaritäten untereinander. Das betrifft das Politische, die Erinnerungskultur, die Entschädigungspraxen. Also da gab es auch immer wieder Solidaritäten, eben vor allen Dingen von jüdischer Seite, weil die dann doch nach bestimmter Zeit
machtvoller aufgestellt waren so, und dann auch solidarisch agierten. Im Wissenschaftsbereich ist das bisher wenig der Fall, soweit ich weiß. Kennst du? Also was auch wirklich schade ist, finde ich, weil es da auch sicherlich gut wäre, auch zusammenzuarbeiten und an bestimmten Punkten zu schauen, wo sind die Differenzen, wo sind die Gemeinsamkeiten des Weges, genau, was wurde gemeinsam getragen auch. Aber dazu, also in Deutschland muss man ganz klar sagen, ist es eher so, dass das Zentrum für Antisemitismusforschung Rassismus zu Romni und Sintetzer so als Nebenthema einfach mitgeführt hat. So, und das ist die Realität. Gibt es noch weitere Fragen oder Diskussionsbedarf? Ja. Mir geht ja ein bisschen nach, was Joschla gefragt hat, mit das, was ich einzubringen habe, das, was ich weiß, zählt nicht. Das wird ja vor 2 und 4 und 7 und 12 Generationen auch so gewesen sein. Und trotzdem hat dieses Wissen, das, was hätte eingebracht werden können, existiert. Ja. Welche Rolle hat dann so eine Archäologie, die Ausgrabung dessen, was vorhanden war, aber nicht zur Kenntnis genommen wurde? Ja, sehr gute Frage. Das ist genau, das wäre genau ein Ziel oder ein Weg, um Wissen neu zu schreiben und sozusagen. Du hast es gemacht, zum Beispiel mit Pana Cinca, ne, ausgegraben, eine Biografie einer Romni, die in Vergessenheit geraten ist. Und ich meine, das Romani-Penn-Archiv macht das an vielen Stellen. Das, genau, das Romnia Power Kollektiv in seinen Stücken auch. Also das ist ja letztlich fast unsere tägliche Arbeit, dass wir genau das versuchen, dieses Wissen auszugraben. Und ich glaube, worauf du zielst, und das ist auch wichtig, wir sind im Grunde noch im 20. Jahrhundert. Ne? Also so viel früher, also es wäre auch gut, da noch weiter zurückzugehen und zu schauen und Wissen zu finden aus unseren Communities. Das ist schwer. Und wir müssen dann andere Formen von Quellen zum Beispiel in Erwägung ziehen, wie Lieder oder Gedichte oder eben andere Formen, Bildnisse oder dergleichen. Also, aber es bleibt schwer, ne? Also weil eben so vieles nicht da ist und in den klassischen Quellenformaten eben nicht vorhanden ist. Aber das ist ein wichtiger Punkt, um also eine Erneuerung angehen zu können, denn an sich brauchen wir die Vergangenheit, um die Gegenwart zu begreifen und die Zukunft zu gestalten. Ein bisschen pathetisch. Ich sehe keine weitere Frage. So, da ich das Glück habe zu moderieren, kann ich jetzt mal loslegen. Nein, ich würde gerne dazu was sagen und auch eine Frage stellen. Ich bin auch sehr an den 0,01% interessiert. Und nur weil Dominanzwissen bestimmte Formate, bestimmte Wissenslandschaften irgendwie nicht sieht und nicht verbreitet, nicht zirkulieren lässt, heißt es ja nicht, dass sie nicht existieren. Und diese Existenz ist ja in der Masse nicht so sichtbar, aber, und wir hatten in der Flüstergruppe über Irritation gesprochen, also das Erste, und das weißt du, Koray, jetzt so meine Position, weil du alle meine Texte immer liest, bevor ich sie abgebe, aber
Es geht ja um Überlebenswissen. Also das ist, wir würden nicht existieren und wir sprechen über kollektives Wissen, nicht über Einzelwissen. Wir würden nicht existieren, wenn es dieses Wissen nicht geben würde. Gäbe es uns nicht. Und dieses Wissen, was Sprache ist, was orale Geschichte ist, was aber vor allem soziale Praxis ist, das ist ein verkörpertes Wissen. Das ist etwas, was Gefühl ist, was in unseren Körpern lebt, was uns einander wiedererkennen lässt, was uns Schwester und Bruder nennen lässt. Also dieses Wissen quasi ist ein Versuch, also das ist ja, was die Romani-Akademie auch möchte und was auch Romani Penn versucht, ist dieses Wissen eben einerseits so weiter zu führen und wertzuschätzen, aber andererseits auch in den Mainstream zu bringen. Und das sage ich, weil nämlich dazu meine Frage auch ist, weil der Punkt ist, dass die lange Geschichte in Europa, die Versklavungsgeschichte, die Gesetzgebung, all das, was du gesagt hast, hat Mord und Verlust einerseits hervorgebracht und hat andererseits eben Widerstand hervorgebracht. Und unsere Geschichte wird aber selten, und da kommen wir auch zu deinem Feld, ne? Es gibt kein Feld, kein Forschungsfeld. Es gibt die Anti-Z-Forschung, die redet über Konstrukte, über Bilder, die fokussiert die TäterInnen. Wir haben keine Rassismusforschung in Deutschland zu unserem Thema. Und was können alle anderen von uns lernen? Also ich meine, was würdest du sagen, was haben wir hervorgebracht? Ob es Strategien sind, ob es Wissensbestände sind, die für eine solidarische, für eine bessere Gesellschaft und auch für Widerstand in diesen schweren Zeiten, vor denen wir alle stehen, irgendwie mitorganisieren, was wir teilen können mit den anderen. Das ist jetzt eine harte Frage, Isidora. Natürlich fällt mir jetzt wahrscheinlich nicht das ein, was mir später einfällt, aber wahrscheinlich hast du selber auch schon was im Kopf. Aber was mir spontan einfällt, ist was wirklich sehr Praktisches, ist, dass wir zum Beispiel diese Frage von Forschungsethik richtig mitgestaltet haben. Und zwar in großer Einigkeit über verschiedene Romnia-Sintetzer Gruppen hinweg, ne? Also verschiedene Herkünfte und Generationen, die da sich dazu getroffen haben, unter sich geblieben sind, sich fortgebildet haben und eigene Standards entwickelt haben für Forschungsethik, für Wissenschaft. Und das ist etwas, da sind wir als Community total vorangegangen. Das gab es, also das ist etwas, was wir wirklich eingebracht haben. Und ich glaube, und das wird jetzt auch immer rezipiert und dann in anderen Communities auch diskutiert. Zum Beispiel in der schwarzen Community. Und ich glaube, ist so ein Punkt, und das hat mit diesem, was du sagst, mit dem Überleben zu tun, weil eben diese Wissenschaft so stark mit dieser Vernichtung auch immer schon verknüpft war, gab es so wirklich einen starken Bedarf, darüber zu reden und zu Lösungen zu kommen, also zu Standards zu kommen oder zu Forderungen auch zu kommen, über alle Grenzen hinweg. Also das ist für mich ist so ein Punkt und so ein Ereignis, was ich sehr beeindruckend fand und wo ich denke, da haben wir auch was bewirkt im Wissenschaftsraum zum Beispiel. Dankeschön. So, dass es keine weiteren Fragen gibt? Doch? Aber die Blumen kannst du ja doch einfach. Nein, wir warten noch. Ich kann auch nach den Blumen Fragen stellen. Okay, dann ist Feierabend, dann gibt es keine Fragen mehr. Oh mein Gott. Nein, aber meine Frage ist kurz und schmerzlos. Ich habe sie vergessen. Es ist einfach genial. Es ist genial. Nein, geh nochmal zurück. Vielleicht fällt sie mir dann ein. Nein, bleib hier. Alles gut. Nein. Warte mal. Was war das? Genau. Was ich sagen wollte, was ich wirklich nutze, ist die Romani-Uni Romnia. Also da habe ich mir fast alle, also weil die Frage ist eine super Frage, weil wir uns jetzt mal auf das konzentrieren, was wir schon haben oder wo wir jetzt anfangen, das zu gestalten. Ich kann mich weil das wirklich von unseren Communities kommt und so, das ist irgendwie ein anderes Gefühl, als wenn ich jetzt zum Beispiel bei Rom Archive, das ist auch gut, das ist auch wichtig und dass es das gibt, aber da ist es mehr, wahrscheinlich weil die Zielgruppe die Gage sind.
Und bei uns ist es die Zielgruppe, die Community. Und dann hast du einen Empowerment-Effekt automatisch. Ich mag dieses Wort auch nicht mehr. Es ist so out of term und time. Weil wir sind schon empowered. Wir brauchen jetzt so andere Sachen. Wir brauchen neue Strukturen. Und ihr habt angefangen, über diese Uni-Romnia-Strukturen aufzubauen in der Uni. Und ich hoffe, das wird auch weiterhin Vorlesungen geben. Ich kann auch, also geht's mithalten. Und das andere ist halt, was ich auch cool finde, jetzt die Uni-Romnia. Das sind schon mal die 0,2%. Dann wäre es cool, übrigens, ich hätte gern ein eigenes Theater. Und dann würde ich gern auch ein bisschen eine Filmproduktionsfirma haben und so. Ne? Und dann sind viele schwarze Communities uns schon weitaus voraus. Und ich will von denen lernen, weil von den Menschen, die auch dies geschafft haben. Also ja, das mit der Filmproduktionsfirma können wir nochmal drüber nachdenken. Aber ich meinte jetzt, das ist nicht das Wichtigste für unsere Community. Also learning from other existing people, die den Weg gegangen sind und die auch Erfolge zu Uni, also zum Beispiel Ellie Yunus ist ja schon an der Uni. Es gibt doch schon eine Romney an der Uni, also ist ja schon. Ellie? Ellie? Du hast dich irgendwie verändert. Ellie, ich bin so froh, du hast über mich geschrieben, ich danke dir. Nein, das ist so cool. Danke, also genau, es gibt schon was und wie können wir das noch mehr institutionalisieren, also so eine eigene Akademie, Jane? Ich freue mich drauf, in the future, für euch Wissenschaftler und die Community. Das ist eine wunderbare Frage, um jetzt miteinander ins Diskussion zu kommen, in Gespräche für all die, die nicht mutig genug waren, sich jetzt zu melden. Wir können jetzt in 2er-, 3er- und 4er-Runden miteinander ins Gespräch gehen. Bleibt gerne noch ein bisschen hier. Lasst uns das ausklingen. Vielen Dank, Jane, für diesen wundervollen Vortrag. Blümchen. Sehr schön. Habt alle einen schönen Abend.